Es steht faktisch in jedem Bericht aktuell, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ziemlich unter Druck geraten ist. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir uns näher angucken müssen, wie das eigentlich im Engineering funktioniert. Also wie entwickeln wir Produkte, komplexe Produkte, die nicht leichter werden in der Entwicklung, sondern eher schwieriger. Haben wir dafür die richtigen Methoden, die richtigen Werkzeuge? Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und ich freue mich heute, das Thema zu diskutieren mit einem der doch vielversprechendsten Startups in diesem Bereich, der Spread AI. Dort habe ich heute den Founder und Geschäftsführer Philipp Noll da und die kleine Geschichte, die uns verbindet, er war tatsächlich mal einer meiner Studierenden und hat tatsächlich hier in Paderborn vieles über Engineering im ersten Schritt gelernt und hat daraus jetzt, glaube ich, ein ganz spannendes Unternehmen gemacht und da wollen wir heute mal in die Diskussion reingucken. Herzlich willkommen, Philipp. Danke. Hi. Hi. Ja, schön, dass du mal wieder hier in Paderborn bist. Wir kennen uns ja tatsächlich schon etwas länger. Ich hatte schon gesagt, durch dein Studium. Ich musste tatsächlich dann auch ein bisschen überlegen. Da waren jetzt wahrscheinlich dazwischen irgendwie so 200 weitere Abschlussarbeiten, aber du hast tatsächlich mal vor 10 Jahren hier eine Abschlussarbeit gemacht und auch in den Vorlesungen. Ich feststellen durfte, habe ich dich auch schon mündlich geprüft im Bereich Systems Engineering mit aber sehr gutem Erfolg. Damals auch, also das Talent für das Thema Engineering und dass das wichtig ist, hattest du schon immer. Und danach hast du, glaube ich, einen Abstecher zu Mercedes gemacht. Und dann ist Theorie auf Praxis getroffen, Philipp. Ja, genau. Also sehr schön, hier wieder zu sein. Das hat sich einiges verändert. Und ja, die Herzensangelegenheit ist natürlich bei mir ähnlich, glaube ich, wie bei dir. Du hast mich da angezündet vor irgendwo 10 Jahren. Ich bin in die Industrie gegangen, also Stationen dann Mercedes, Porsche, also im Beratungsbereich bei Porsche gemacht und natürlich dadurch sehr viel Einblick auch in den jeweiligen Unternehmen gewinnen dürfen. Und ja, so ein bisschen der Punkt, das, was ich eigentlich als Verständnis oder auch von hier als Mindset mitbekommen habe, versus wie es in der Realität wirklich gehandhabt wird, hat dann doch ein bisschen voneinander abgewichen. Und deswegen war natürlich so der Punkt, wir sehen am Horizont, dass sich die Produkte maßgeblich verändern werden, ne? Hashtag Software-Defined Produkte. Und ja, irgendwann waren die Probleme dann überall auf so ein Thema zurückzuführen, also wirklich auf die Engineering-Information. Und dann haben die gesagt, mein Mitgründer und ich, so kann es nicht bleiben, wir müssen das ändern und wir ändern es von außen und gründen im Endeffekt Spread, ja. So ein bisschen die Founder-Story. Ja, mega cool. Also finde ich super spannend, weil es natürlich auf den ersten Blick die meisten Gründungen oder so sich auf andere Bereiche fokussieren, auch wenn es um AI geht und dergleichen. Aber ihr jetzt auch schon seit Jahren an diesem Thema Engineering dran seid und das als einen Fokus seht und die Herausforderungen sind ja klar. Also für viele ist das nicht klar. Auch wenn ich mit vielen Politikerinnen und Politikern spreche, die wissen nicht, unter welchem Druck das Engineering eigentlich ist und in Deutschland. Und wenn wir das Engineering in Deutschland hier nicht stärken und nicht auf den State of the Art bekommen, damit wir dieses System entwickeln können, dann werden wir wahrscheinlich hier auch nicht mehr produzieren und eigentlich als Innovationsstandort wahrscheinlich auch verschwinden oder zumindest an der Spitzenposition, die wir ja noch haben, aber die werden wir sicherlich dann einbüßen und die müssen wir ja mit allen Möglichkeiten da sicherlich verteidigen und da gehören natürlich innovative Lösungen hinzu und ihr bietet da was. Was macht denn Spread AI? Wo setzt ihr denn genau an zu sagen, das ist so der Kern eurer Ausgründung, um das Engineering wirklich auf Vordermann zu bringen? Also wir sagen, genau wie du sagst, in Deutschland haben wir eigentlich nicht ein Skill-Problem bei den Ingenieuren. Wir haben eigentlich ein Problem, das sich durch Software-Defined Produkte oder mehr digitale Funktionalität in diesen Produkten, die Vernetzung, die Komplexität in diesen Produkten oder Systemen wesentlich größer wird und es ein Effizienz- und Transparenzthema im ersten Schritt ist, so dass Ingenieur 1 aus Abteilung 1 nicht weiß, was Ingenieur 2 wirklich spezifiziert hat und entwickelt hat, obwohl hinterher die beiden Komponenten von diesen Ingenieuren miteinander in dem Produkt sehr viel miteinander zu tun haben. Und diese Transparenz muss hergestellt werden und deswegen haben wir gesagt, da sind die größten Effizienzverluste eigentlich heute bei unseren Kunden oder in der Industrie. Unsere Kunden sind alles Unternehmen, die komplexe Systeme entwickeln, also Fahrzeuge, Defense-Systeme, Aerospace oder Agriculture, da sind wir unterwegs. Und da haben wir gesagt, wir müssen die Produktinformation, also wirklich das Outcome, was aus irgendwelchen Entwicklungsprozessen überall rauskommt, über mehrere Jahre, die müssen wir nehmen, abstrahieren, also jetzt, ich sag mal, ein V-Modell wirklich, eigentlich das V-Modell vernetzen
und auf eine Sprache bringen, um im ersten Schritt diese Abhängigkeiten zu identifizieren und dann mit allen möglichen Playern im aber auch hinten raus Produktion, After Sales oder Aftermarket, diese Informationen, wie wirklich dieses Produkt funktioniert, teilen, ja, spreaden. Deswegen auch der Name, also in Entwicklungs- oder Produktdaten in verständliche Informationen übersetzen und spreaden. Das ist im Endeffekt, was die ursprüngliche Idee war. Und genau das tun wir. Ja, jetzt, du hast es eben gesagt, schon ein paar Jahre, also etwas über 5 Jahre mit 130 Mitarbeitenden. Wir haben Berlin als Standort ausgewählt, also da ist unser Headquarters. Und das ist eigentlich der Punkt, was wir tun. Softwareplattform, die in allen möglichen Bereichen Produktwissen. Absolut. Product Intelligence oder Engineering Intelligence. Ja, absolut. Also wenn du das natürlich erzählst, ich höre mich selber in meiner Vorlesung so ein bisschen, ne? Also, weil das ja genau die Themen sind, Transparenz schaffen, die Kommunikation zwischen den verschiedenen beteiligten Stakeholdern. Also da sind wir eigentlich in den Grundlagen des Systems Engineerings. Man wundert sich natürlich, warum nur du zugehört hast und die Unternehmen nicht, vielleicht im Maße. Aber es ist natürlich mega spannend, weil es tatsächlich, das sehe ich ja selber, es braucht technische Lösungen eigentlich am Ende des Tages, ne, um das auch umzusetzen. Und ich denke, ein Beschleuniger ist sicherlich auch das Thema KI bei dem ganzen Thema, weil es einfach befähigt, selber sagt das ja hier auch, also ich bin jetzt 15 Jahre lang durch die Gegend gerannt und gesagt, wir müssen die Leute schulen in Systems Engineering. Seit 5 Jahren renne ich echt durch die Gegend, so wie und sage, wir brauchen KI-unterstützte Systeme, damit die einfach sorgenfreier diese Lösungen, auch diese Transparenz schaffen können. Es wehrt sich ja keiner gegen Transparenz, sondern einfach gegen noch zusätzlichen Aufwand, weil die Leute müssen schon wahnsinnig viel machen. Das ist ja nicht so, dass wir schlechte, wie du sagst, immer wahnsinnig tolle Ingenieursausbildungen, wahnsinnig tolle Ingenieurinnen und Ingenieure, aber ihnen fehlen vielleicht an der Stelle doch das eine oder andere Werkzeug, um einfach die Komplexität besser zu beherrschen, ne? Die da ist, ohne Frage. Genau, also das denken wir auch. Wir sagen manchmal wirklich Handwerker ohne Hammer, also zumindest für die Herausforderungen, die es heute gibt. Also wir sehen ja alle grundsätzlich jetzt in unserem Leben, wie oft wir am Handy hängen, wie viel Daten wir eigentlich erzeugen und auch miteinander austauschen. Und da kann es nicht sein, dass es halt um solche ähnlichen Produkte zu entwickeln, dass wir dann noch mit einem Tooling und teilweise auch mit Methoden von vor 20 Jahren arbeiten. Und das müssen wir halt einfach begreifen, dass Daten ist erstmal key und wir unterscheiden ganz besonders zwischen strukturierten und unstrukturierten Informationen. Beides gibt es in Hülle und Fülle im Entwicklungsprozess und beides hat auch sehr, sehr wichtige Bestandteile. Im ersten Schritt haben wir immer die strukturierten Informationen genommen, weil wir gesagt haben, es ist auf dem ganzen Thema wirklich Grundlagen AI oder KI-Forschung so viel unterwegs, was Bilderkennung oder dann jetzt die großen Sprachmodelle angeht. Und das ist so kostenintensiv, dass wir uns darauf nicht selber wirklich in der Grundlagenforschung befassen bei Spread, sondern wir haben gesagt, wir starten im ersten Schritt mit den strukturierten Informationen, weil die sind super wichtig, weil ausschließlich mit den Informationen der unstrukturierter, also jetzt Lastenhefte und Co., weißt du trotzdem nicht, wie das Produkt funktioniert. Deswegen, das kommt gerade sehr intensiv zusammen und da sehen wir auch Riesenpotenzial. Wir sehen das auch bei den ersten Kunden, das funktioniert sehr gut, das Zusammenbringen strukturierter und unstrukturierter Informationen. Was sind so aus deiner Sicht die Mehrwerte für die Kunden jetzt, ne? Also Transparenz schaffen und dergleichen, aber was würdest du sagen, wo du wirklich sagst, das lässt sich auch dann irgendwann mal quantifizieren. Jetzt würde ich keine Zahlen von Kunden sagen, wie viel die eingespart haben, aber so vom Gefühl, an welchen Stellen würdest du das schon sagen, kann man das wirklich den Nutzen quantifizierbar machen, der ganzen? Ja, also wo wir, klar, wir haben Use Cases im Entwicklungsbereich sehr am meisten, auch in der Produktion, wo es um Fehlerabstellmaßnahmen geht, insbesondere Flashing von neuen Funktionen, also sehr starker Autocase eigentlich, so wie im After Sales, das heißt, ich fahre in die Werkstatt rein, habe irgendwo eine Lampe leuchten und unsere Technologie wird hinterher eingesetzt, um einzugrenzen, was können wirklich die Verursacher sein und was muss die Werkstatt gegebenenfalls tauschen oder nachflashen. Aber im Engineering ist es eigentlich ein bisschen spannender. Natürlich sind häufig Cases im Engineering auch etwas komplexer. Nur man muss die Dimension verstehen, was heute in den Unternehmen abgeht. Da gibt es Studien, die sagen im Endeffekt 50-70% der Arbeitszeit von Ingenieuren verschwenden sie mit Informationssuchen. Ja, und da kann man sich überlegen, wenn man sich die R&D-Kosten von der Industrie anschaut, sind es halt sehr, sehr große Summen. Und es führt dazu, dass du ganz guter Case
Entwicklungsprojekt. Das heißt, ich bringe eine neue Baureihe irgendwo in den Start. Das ist jetzt erstmal teilweise branchenunabhängig. Aber dann geht es darum, ich entwickle was und ich muss natürlich wissen, funktioniert das zusammen? Ja, jetzt eine Funktionalität Head-Up-Display. Das Head-Up-Display soll im Endeffekt eine Navigationskarte darstellen, ja, oder die Geschwindigkeit. Das bedeutet, es braucht Daten aus 7, 8 anderen Steuergeräten oder aus sehr, sehr vielen Signalen, weil es gibt ja auch Player, die wesentlich weniger Steuergeräte haben. Ja. Und das ist nicht transparent. Also das weiß jetzt kein Funktionsverantwortlicher, weiß nicht transparent, okay, was brauche ich denn dafür? Wenn jetzt die Funktion nicht funktioniert, dann merke ich das meistens erst Jahre später in den Integrations- und Testingprozessen. Das heißt, wir sehen eigentlich sehr, sehr viel Try and Error, weil dann fangen die Tester an und müssen suchen, wer ist denn dafür jetzt alles verantwortlich? Ja, welche Ingenieure muss ich denn jetzt fragen, um diesen Fehler abzustellen? Das heißt, wo wir eigentlich gehen, und wir sind natürlich sehr stark value-basiert, weil unsere Kunden nun mal einfach, wenn sie unsere Technologie einsetzen und Software beziehen, dann muss da natürlich ein Business Case dahinter stehen. Ja, und wir sagen halt Geschwindigkeit bei gleichbleibender Qualität, also wirklich Entwicklungsgeschwindigkeit von Gesamtfahrzeugen oder Gesamtprodukten und deren Funktionalitäten ist ein Riesenthema und bei gleichbleibender Qualität, das darf man nie vergessen, weil ich kann natürlich auch wesentlich schneller werden bei der Qualität. Ja. Das ist essentiell, darauf zahlen wir maßgeblich ein und Kosteneinsparungen im Fehlermanagement überall eigentlich in der gesamten Wertschöpfungskette. Ja, ich meine, jetzt unterrichte ich das ja seit mehreren Jahren schon, also schon seit Jahrzehnten. Und das ist eigentlich der klassische Fall, den man sehr abstrakt den Studierenden einmal davon nur erklären kann, die es meistens gar nicht glauben, die sagen, ja, oh Mann, was du da wieder erzählst, das kann gar nicht so sein und so. Man erzählt ja immer von dem V, so von der Entwicklung und sagt, das V ist ja so angeordnet, hat ja einen Sinn und Zweck, warum es V ist, weil man im linken Ast die Spezifikation macht und die Entwicklung dann und im rechten Ast das Testen. Und man testet im rechten Ast gegen den linken Ast, deswegen dieses V. Und es ist schon an vielen Stellen genauso, wie du sagst, was viele immer dann abstreiten, dass man im rechten Ast einfach sich das System in der Regel gesund testet. Was am Anfang einfach nicht transparent war, wo einfach nicht die Schnittstellen sauber definiert sind, wo man zum Teil auf einer rechten Seite auch gar nicht weiß, was man jetzt genau testen muss. Deswegen testet man viel zu viel oder viel zu weit. Und das Spezifische zu machen, das ist ganz klar. Da spart man Zeit und dann spart man Geld, weil man spart irgendwann natürlich eine Menge an Iterationen. Und die große Vision, die, glaube ich, schon anstrebenswert ist, gerade im Automobilbereich, schon in Richtung auch der virtuellen Homologation irgendwann zu gehen. Dafür muss ich aber dann wirklich wissen, was ich teste, wie ich teste, dass ich wirklich eine Zulassung eines Fahrzeugs bekomme, jetzt im sehr abstrakten Idealfall, was praktisch viel, viel weniger Kilometer auf der Teststrecke fahren musste, Fehler gehabt hat, sondern eigentlich praktisch beim ersten Versuch, so wie man es vielleicht aus der Luft- und Raumfahrt kennt, weil da hat man immer nur einen Versuch, wenn man irgendwo im Weltall landet oder auf dem Mond oder weiß ich wo, tatsächlich First Time Right dann irgendwie das hinbekommt. Ne? Und das schneller und kostengünstiger. Und das ist natürlich eine super coole Lösung, die er macht. Vielleicht ein bisschen technisch, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Was ist so der technologische Kern? KI ist ja relativ viel, aber ist es eine Art Wissensgraph, den ihr aufbaut über die Konstrukte und darüber dann einfach diese Transparenz schafft? Ich will jetzt keine Geheimnisse, aber so was kannst du uns erzählen? Was macht ihr da genau? Ja, also grundsätzlich wenn wir über unsere Technologie reden wir im ersten Schritt über 3 Layer. Das eine ist, weil wir gehen nicht so vor und sagen, liebe Kunden, ihr müsst jetzt eure gesamte IT-Bebauung ersetzen, weil das einfach meistens nicht geht. Ja. Und deswegen sagen wir, es gibt 3 Layer bei unserer Technologie, weil wir legen uns häufig über Bestandssysteme. Unsere Kunden definieren die Sachen auf der linken Seite V in ganz vielen unterschiedlichen Systemen und testen sie wirklich hinterher Try-and-Error-mäßig auf der rechten Seite raus und das gilt für die gesamte Industrie. Wir legen uns drüber und deswegen ist der erste Layer Rapid Ingestion, ja, dass wir Informationen erhalten und dass wir uns anbinden können und wirklich Live-Daten aus Bestandssystemen über die Produkte erhalten. Der zweite Layer, das ist dann genau, was du sagst, Wissensgraph, ja, wir nennen das im Endeffekt Product Twin, aber die Technologie dahinter ist genau ein Graph, ja, Knowledge Graph, was technisch ein bisschen komplexer noch ist, weil wir natürlich auch seit einigen Jahren jetzt sehr intensiv auf API First setzen und natürlich jedes Feld, was bei uns im System hinterher irgendwo drin steht,
Also jeder Knoten, jede Relation als API zur Verfügung stehen soll. Ja, also da ist in der Mitte, das ist eigentlich ja schon der Kern unserer Lösung, Wissensgraph, Knowledge Graph, der wirklich repräsentiert, wie eine Funktion realisiert wird oder welche Requirements, also wenn wir im V bleiben, linke Seite, die Requirements wirklich durchtracen und im Endeffekt dann mit Live-Informationen aus der rechten Seite immer wieder abgleichen. Und das geschieht datentechnisch maßgeblich in dem Knowledge Graph. Oben drüber ist dann quasi Action Cloud, ja, so nennen wir das. Da geht es dann wirklich um Use Cases schnellstmöglich realisieren. Weil was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass unsere Kunden, wir haben sehr große Kunden, haben seit Jahren, der erste Kunde, Mercedes-Benz war der erste Kunde, vor über 5 Jahren. Und unsere Kunden haben alle natürlich auch eine relativ starke Meinung, auch wenn es um ihr Engineering geht. Bedeutet die Lösung, also wie auch das Engineering genau arbeiten muss und dann auch wie im Endeffekt eine Technologie aussieht. Bedeutet, wir mussten immer sicherstellen, dass unsere Lösungen flexibel sind, ja, adaptierbar sind und auch sich anhand von unterschiedlichen Prozessen verändern lassen. Und deswegen mussten wir im Endeffekt eine Plattform bauen, die genau solche Layer hat und jedes Element eigentlich, man kann das Microservice nennen, wir nennen es im Endeffekt wiederverwendbare Produktkomponenten. So ist es im Endeffekt aufgebaut, damit ich schnellstmöglich ganz viele Use Cases bei unterschiedlichsten Branchen bereitstellen kann. Also Ingestion, Product Twin, Knowledge Graph, Action Cloud. Und dann dazu im Endeffekt ein Punkt, den du ja auch in letzter Zeit sehr pusht, ist natürlich dann das ganze Thema LLMs und Agenten etc. Wir haben Agenten bei uns auch integriert, also deswegen nennen wir das Agentic Engineering Intelligence. Auf der einen Seite wirklich in den Konnektoren, weil Konnektoren verändern sich, ja, klar, braucht Flexibilität, idealerweise läuft das automatisch und nicht, dass das jemand händisch machen muss. Dort haben wir im Endeffekt Agenten integriert, um noch weiter und schneller Informationen reinzubekommen, sowie auch Text reinzubekommen. Und obenrum in der Interaktion mit den End-Usern, dass die End-User wesentlich freier Fragen stellen können und sie kriegen die Informationen aus der strukturierten sowie aus den unstrukturierten Quellen unmittelbar flexibel bereitgestellt. Ja, cool. Also sehr großes Konstrukt, aber das Problem ist recht groß und komplex. Ja, natürlich. Aber ihr setzt ja auch clever an, dass ihr sagt, du musst jetzt nicht an die gesamte IT selber ran, im Sinne von, wir müssen das erstmal austauschen, weil das sind ja bei den Automobilisten sind das bis Jahrzehnte Projekte, wenn die ihre IT-Systeme austauschen und dahinter liegt ein Strategieprozess, wo am Ende des Tages nicht immer eine strategische Entscheidung getroffen wird, sondern eine, sagen wir es mal so. Da hängen viele Faktoren dran, wie dieser IT-Bebauungsplan ist. Deswegen ist es ja clever, dass man sich da einfach andockt und sagt, das ist mir eigentlich wurscht, welche Systeme. Und ich glaube, es gibt, das hast du jetzt so beiläufig gesagt, aber ich kann das natürlich aus den Jahrzehnten nicht, schmerzhafte Erfahrung und nachvollziehen. Es glaube ich, gibt keinen Bereich im Unternehmen, der so an seinen Prozessen und an seinen Werkzeugen hängt, also auf jeder Ebene, von oben bis nach unten, wie die Ingenieurinnen und Ingenieure der Entwicklung. Also das ist wirklich erstmal ein veränderungs-, resistenter Bereich. Das muss man erstmal so sagen. Dass, jeder, der da Erfahrung macht, das ist einfach so. Das hat ja auch seine Berechtigung. Ne? Die Leute haben einfach Tools, die sie nutzen und mit denen sie entwickeln und die wollen sich einfach dann austauschen. Und das war auch so. Die Leute haben früher, ich auch, vielleicht auch noch in deinem Studium, aber ich auf alle Fälle, wir mussten wirklich, also teilweise ganze Semester Systeme lernen, um damit zu entwickeln. Zum Entwickeln lernen sind wir gar nicht gekommen. Im Studium habe ich immer gesagt, so, wir mussten erstmal CAD-Systeme, Simulationssysteme, ob wir dann was entwickelt haben, konstruiert haben, das war praktisch immer nur eine Demo, weil die Systeme sehr komplex waren. Und ich glaube auch davon, das sehe ich auch gerade, die agentenbasierten Systeme einfach die Lösung, dass wir diese Komplexität der Systeme etwas reduzieren und die Leute sich auf das Eigentliche, nämlich das Entwickeln, das kreative Arbeiten fokussieren können. Und da zahlt ja eure Lösung zu 100% voll mit ein. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also das sehe ich ganz genauso, weil die Produkte heute könnten besser sein, wenn die Leute dafür Zeit hätten, wirklich sich Gedanken darüber zu machen. Also das heißt, glaube ich auch, das Hängen an Systemen nimmt in unseren Augen etwas ab, dadurch, dass auch die Gesellschaft einfach wesentlich digitaler, also viel mehr Handy etc.
agiert, wenn man den Menschen aufzeigt, dass es Informationen gibt, die sehr wichtig für sie sind und die sie vorher nur mit wirklich wöchentlichen E-Mails an einen Verteiler von 60, 70 Personen abbildbar waren, dann merken viele von unseren Nutzern natürlich, okay, das ist hier wirklich was ich vorher nicht wusste. Und dadurch kommen sie auch gerne dahin, dass sie offener werden für neue Lösungen. Aber wir sagen auch so, wenn es keinen Value gibt und wenn es keinen Mehrwert für unsere Kunden gibt und damit dann auch viel für Nutzer, und das sind in häufigen Fällen natürlich die Ingenieurinnen und Ingenieure, dann haben wir dort auch keine Daseinsberechtigung. Ja? Also natürlich irgendwas reinpressen, was einfach nur, weil wir es gern verkaufen würden. So gehen wir nicht vor, weil da glauben wir nicht an eine nachhaltige Lösung. Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder höre und auch über die letzten Jahre habe ich viel ausgehalten, in vielen Diskussionen, braucht man noch die Ingenieurinnen und Ingenieure überhaupt? Ne? Das ist alles Software und ich bin ja auch Professor in der Informatik, das heißt, ich mache da auch, kenne alle Disziplinen ganz gut und glaube, das steht auch so unser Institut dafür, sehr disziplinenoffen, weil ich glaube, wir brauchen sie alle. Und glaube, es wird vor allem nicht ohne Ingenieurinnen und Ingenieure auch in der Zukunft nicht gehen. Das ist praktisch unmöglich. Gerade für die Wirtschaftsthemen, die Branchen, die wir in Deutschland eigentlich vertreten, ist das ja eine Position der Stärke, weil das ja viele andere Länder nicht so gut können. Also ich sage mal, der deutsche Ingenieur, das hat schon einen Ruf nach wie vor und das ist auch wichtig und deswegen ist es so wichtig, dass wir die auch befähigen. Ich habe neulich, die meisten bei mir kennen das, weil ich den allen das schon reingedrückt habe, auch einen spannenden Podcast gehört aus USA von A16Z, also Anderson Horowitz, das sind wirklich so die großen, kennst du wahrscheinlich im Silicon Valley hier, die eigentlich aus der Software-Ecke kommen, Venture Capitalist, die mehr diese Software-Systeme haben und hat eine Partnerin, die wurde gefragt, was sind eigentlich die Talente der Zukunft, die wir brauchen, und die hat gemeint, also wir werden in den nächsten Jahren in den USA, also bezieht das also auf USA, müssen wir eine Abkehr bekommen von den ganzen, wir bilden die Leute nur in Software aus und müssen die Leute wieder in die typischen Ausbildung bekommen, weil sonst werden wir diese ganzen Probleme nicht lösen, vor denen wir stehen, weil es sind keine reinen Softwareprobleme, sondern wir brauchen eben dieses Full-Stack-Engineering. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo wir auch unterwegs sind, was wir auch sehen, was dieses Systems Engineering ausmacht. Das ist Software-Defined Vehicle, ist eben nicht nur Software, sondern Software kommt eben noch hinzu und dadurch wird das Thema komplex, aber du brauchst die anderen Themen auch. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir gerade eigentlich an der Renaissance der Ingenieurwissenschaften stehen. Wir brauchen eigentlich viel, viel mehr, weil wir all diese Themen gar nicht gelöst bekommen ohne Ingenieurinnen und Ingenieure. Und das ist aus meiner Sicht sehr gegenläufig zu der Situation an den Hochschulen, wo wir gerade viele junge Leute nicht mehr dafür gewinnen, in diese Ausbildung zu gehen, sondern eher vielleicht dann reine Informatik, rein Software oder an ganz andere Themen hinein. Damit kann man auch so viel Tolles machen. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da immer, mein Plädoyer ist ja so, tolle Karrieren, wie du es jetzt auch hast, um sowas zu entwickeln, das ist ja auch dem geschuldet, dass du Ingenieur bist. Das stimmt. Also meiner Meinung nach, wir haben ein Problem, was über mehrere Disziplinen, weil im Endeffekt, was passiert in diesen komplexen Produkten und alles, was Deutschland eigentlich in der Industrie wirklich ausmacht, ist neben der Prozessindustrie komplexe Industriegüter, die wir sehr, sehr gut entwickeln können oder konnten und dann natürlich überall exportieren konnten, weil einfach die Produkte besser waren als der Rest. Und solche Produkte haben natürlich immer einen Softwareanteil. Der Softwareanteil steigt stark, einen Mechanikanteil und einen Elektronikanteil, ja, deswegen seid ihr ja auch Entwurfstechniker, ihr habt Bollings, wie erzähle ich das hier. Und heute ist es so, dass vielleicht die Studierenden mehr in die digitale Ecke gehen, weil sie natürlich viel auch im B2C mit digitalen Dingen konfrontiert sind. Aber ich sehe es halt sehr wichtig, auch in der Elektronik und dann wirklich hinter wo es sich bewegt, ist dann meistens die Mechanik. Dieses überdisziplinäre Wissen ist essentiell, war für meine Denkweisen die letzten Jahre essentiell, dass wir uns nicht nur ausschließlich auf ein Thema fokussiert haben, weil da sind, glaube ich, auch nicht die größten Hebel. Also jetzt in einem Unternehmensbereich, Karosserieentwicklung, sowas, da holst du nicht mehr irgendwie 50-60%, nur indem du in diesem Bereich besser bist. Du holst die 50-60% Suchzeit, die sind immer genau dann, wenn Domänengrenzen verlassen werden. Bedeutet, wenn du jetzt nur in der Software unterwegs bist, dann hast du aber nicht den Vorteil, dass du weißt, irgendwie
müssen aber die Daten, die in der Software verarbeitet werden, auch irgendwo herkommen und über irgendwelche Signale, über irgendwelche Leitungen an irgendwelche Aktoren verteilt werden. Das muss man schon betrachten, oder das zumindest in unserem Business. Deswegen finde ich diesen Ruf, ja, also klar, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Geld ist dann leider auch immer wichtig, aber diesen Ruf des Maschinenbauers als Blechbieger zu bezeichnen, finde ich ist nicht in Ordnung und auch nicht zeitgerecht. Deswegen, ich kann es empfehlen, solche Themen mitzunehmen. Ja, ich habe viel von diesen interdisziplinären Themen auch bei dir im Bereich und hier ja auch in diesem Institut vor 10 und mehr Jahren kennengelernt. Von daher, ich kann es nicht ganz verstehen, dass die Zahlen wirklich so weit runtergehen im Vergleich zu 10 Jahren. Da waren die Zahlen noch anders besser. Also ich würde es wirklich empfehlen, wenn ich heute nochmal studieren würde, ähnlich interdisziplinär was zu machen. Ja. Aber natürlich auch für die Universitäten, sich da nicht zu verschließen, nur weil das jetzt Maschinenbau heißt und wir da seit länger irgendwie Maschinenelemente 2 und 3 drin haben, ob man jetzt wirklich noch so tief im Detail die letzten mechanischen Ausgestaltungen benötigt. Das muss man natürlich auch in Frage stellen. Absolut. Nee, da bin ich auch ein großer Wächter. Wir müssen natürlich die Ingenieurwissenschaften, die müssen ja auch sich mit der Zeit gehen. Aber es ist einfach, so wie du sagst, das Bild eines Maschinenbaustudierenden oder einer Studentin ist eben nicht, dass er mit einem blauen Kittel vor der Maschine steht und voll mit Öl gefleckt ist. Ne? Das macht man vielleicht mal im Praktikum, um mal eine Maschine bedient zu haben. Das schadet auch nicht, aber es ist halt einfach, wir gehen einfach in diese Richtung Full-Stack-Development und ganz viele von unseren Ingenieuren, die sind auch richtig krasse KI-Anwender, ne? Also die wirklich das richtig in die Umsetzung bekommen. Und ich glaube, das ist einfach spannend, sich einfach für die Technik zu begeistern, weil man damit unglaublich viel lösen kann und unglaublich, ne, man kann ein Geschäft machen, man kann aber auch wirklich auch gesellschaftliche Probleme, die haben alle irgendwo eine technische Basis im Ursprung und sicherlich auch in der Lösung. Was ist so vielleicht so zum Abschluss, was habt ihr vor als Spread AI? Was sind so die nächsten großen Schritte, auf die ihr guckt? Wie weit könnt ihr gucken? Was steht so an? Ja, also wir versuchen natürlich jetzt schon in unserer Vision Roadmap, also da das Engineering zu verändern. Also ein ähnlicher Slogan hat sich heute Morgen vorgefahren bei Engineering the Future. Haben wir natürlich auch ähnlich. Und was wir kurzfristig sehen, also die nächsten 1-2 Jahre, ist Einzug wirklich, genau wie du es sagst, Agenten, das gut zusammenzubringen und damit quasi in weiteren Branchen unterwegs zu sein. Unser Footprint kommt natürlich historisch sehr stark aus dem Automotive, bewegt sich gerade mehr und mehr auch in Defense, Aerospace-Bereich sowie Agriculture. Aber auch, wir sehen im Maschinenbau ändern sich einige Dinge. Dort wollen wir im Endeffekt rein. Sowie international wollen wir unsere Technologie noch weiter an den Markt bringen. Wir haben internationale Kunden, aber noch nicht so viel. Also sehr starker Footprint auch in Deutschland oder in Europa. Das machen wir. Und dann das Technologische, ja, Vollgas, AI in Verbindung mit den strukturierten Informationen, unserem Knowledge Graph. Wird sehr viel kommen. Ich will jetzt nicht so viel von der ganz fernen Zukunft reden, aber wir glauben schon, dass man solche komplexen Produkte wie Fahrzeuge und Co., dass man die schon in einem Zehntel der Zeit entwickeln könnte. Und da arbeiten wir dran, genauso wie auch zu Hälfte der Kosten. Und das ist im Endeffekt, das sind unsere Ziele, also das ist so der Nordstern, ja, 10% der Zeit bei besserer Qualität, da pushen wir und mal sehen. Wir wissen auch nicht genau, was am Technologiemarkt, wir müssen immer sehr schnell reagieren, wenn sich was verändert, damit wir natürlich nicht irgendwie auch die Alten werden und die alten Player irgendwo werden. Ja, super. Spannendes Thema, spannendes Feld. Unglaublich coole Success Story so weit, aber ich glaube, ihr seid da wahrscheinlich erst am Anfang eures Erfolges und das wünsche ich auch von ganzem Herzen und natürlich für die nächsten Jahre. Seid viel, wir bleiben eben in Kontakt und gucken mal vielleicht das eine oder andere auch so ein bisschen missionarisch für das Thema, aber natürlich auch wollen wir letztlich, dass wir erfolgreich in Deutschland weiter ingenieren, weil ich glaube, das ist die Grundlage, dass wir erfolgreich geworden sind in dem Land und ich glaube, das wollen wir auch so, dass auch zukünftige Generationen hier von dem Wohlstand profitieren können. Von daher ist das einfach unglaublich wichtig und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.
Ja, das war die Folge heute mit Spread AI. Ich hoffe, ihr hattet da mal Spaß und Einblicke. Ich fand es total super, klar, weil ich mal auch gesehen habe, was ehemalige Studierenden tatsächlich dann so auf die Beine stellen können und doch genauer zuhören in den Vorlesungen, als man das als Professor vielleicht manchmal denkt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.